Vanillepuddingkuchen. Wenig Aufwand und mega super lecker. Schnelles, einfaches Rezept. Los geht's! Wir kochen zuerst einen Vanillepudding auf, also nach Packungsanleitung, aber statt 500 Milliliter Milch nur mit 400 Milliliter Milch. Ich mache das Ganze direkt in einen Topf, verrühre das klümpchenfrei und ab damit auf dem Herd. Und wenn das Ganze schön eingedickt ist, lasse ich das so ungefähr 2-3 Minuten stehen. Nach 2-3 Minuten, wenn der Pudding ganz wenig abgekühlt ist, gebe ich dann 175 Gramm Frischkäse hinzu und stelle das kurz beiseite. Für den Rührteig brauchen wir einmal 3 Eier, dann 150 Gramm Zucker, das gebe ich jetzt hier nach und nach hinein. Und ihr könnt noch 2 Päckchen Vanillezucker hinzugeben. Das Ganze wird dann auf hoher Stufe so circa 2 Minuten lang schaumig aufgerührt. Nach 2 Minuten gebe ich dann das Öl hinzu, 100 Milliliter genau. Und dann stelle ich das Handrührgerät auf niedrigster Stufe, mische Mehl mit Backpulver zusammen und gebe dann erstmal nur die Hälfte des Mehl hinein und die Hälfte der Milch. Rühre das ganz kurz unter auf niedrigster Stufe, nur ein paar Sekunden, 6, 7, 8, 10 Sekunden lang, und danach gebe ich die zweite Hälfte des Mehls hinein. Hier kommt die zweite Hälfte des Mehls und die zweite Hälfte der Milch. Nochmal ungefähr 10-15 Sekunden lang verrühren und das Ganze kommt dann in eine gefettete Springform. Meine hat einen Durchmesser von 26 cm. Ihr könnt auch 28 cm nehmen. Und dann gebe ich da den Pudding spiralförmig auf den Teig. Den Pudding habe ich vorher in einen Spritzbeutel gefüllt. Falls ihr keinen Spritzbeutel habt, könnt ihr das gerne einfach nur so mit einem Löffel Kleckse hineinmachen. Das Ganze kommt dann in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 20 bis 30 Minuten. Bei mir hat er ganz genau 28 Minuten gebraucht. Nach dem Auskühlen einfach mit Puderzucker bestäuben. Und ich muss sagen, der ist wirklich super mega lecker geworden. Schön fluffiger Rührteig mit dem Vanillepudding. Einfach lecker. Probiert ihn unbedingt aus und hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben. Freue mich aufs nächste Video. Bis zum nächsten Mal. Eure Rabea. Bye bye.